Freund ist unser Jesus. Oh, wie hoch ist er erhöht. Er hat uns mit Gott versöhnet und vertritt uns im Gebet. Wer mag sagen und ermessen, wie viel Heil verloren geht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihn suchen im Gebet. Wenn es feines Weiß macht uns ruhig und mein Sturm uns weht, brauchen wir uns nicht zu fürchten, stehen wir gläubig im Gebet. Da erweist sich Jesus heute, wie er uns zur Seite steht, als ein mächtiger Erretter, der erhört ein Gebet. Sind mit Sorgen wir beladen, sei es frühe oder spät, hilft uns sicher unser Jesus, zu ihm wir im Gebet. Sind von Freunden wir verlassen und wir gehen ins Gebet. Oh, so ist uns Jesus alles, König, Priester und Prophet. I'm a soldier bound for glory. I'm a soldier going home. Come and hear me tell my story. All who love the Savior come. I will tell you what induced me in this glorious fight to start. 'Twas the Savior's loving kindness overcame and won my heart. Many say that I'm too noisy, but I'll tell you the reason why. If they only felt the glory, they would shout as well as I. When to Death's dark swelling river, like a warrior I shall come. Then I mean to shout salvation and go singing glory home. I'm a soldier bound for glory.
soldier going home. Come and hear me tell my story. All who love the Savior, come. I love Jesus, hallelujah. I love Jesus, yes I do. I love Jesus, He's my Savior. Jesus smiles and loves me too. I'm a soldier bound for glory. I'm a soldier going home. Come and hear me tell my story. All who love the Savior, come. My God, why have you forsaken me? Was a cry he heard coming from the middle tree. In agony, he watched them crucify his son. But his heart was crushed when he heard that awful cry. He watched them lead him down the road that led to Pilate's hall. He watched them beat him on his back while the blood did freely fall. He watched them place a crown of thorns and spit upon his face. But the worst of all the moments came when he heard his own son say, my God, why have you forsaken me? Was a cry he heard coming from the middle tree. In agony, he watched him crucify his son. But his heart was crushed when he heard that awful cry. He shook the earth with a mighty quake and he hid the sun from view. He struck the hearts of the priests with fear when he rent the veil in two. My God, why have you forsaken me? Was a cry he heard coming from the middle tree. In agony, he watched them crucify his son. But his heart was crushed when he heard that awful cry. The holy wrath of God upon his son. Ja, goedenavond alle. Ik heet iedereen een welkom te horchen. Ik kon niet zijn wie du alle te horchen dat. We wensen iedereen een Gottes Segen en een vrede van God. Ja, ik wil hier van de kerk mijn testimony een beetje sharen.
Dat wordt gelijk een ganze avond brauchen, wanneer ik alle details wil sharen. Maar ik wil kort een beetje zijn van hoe ik geboren ben, hoe ik opgewassen ben, wat ik van leven gevierd heb. Ik ben in Durango, Mexico geboren en ook opgewassen, mijn schuljaren doorgehad, ook mijn jugendtijd, ook bevrijd. En ik denk mijn schuljaren niet gewoon sterk wat ik am expecting deiden wegen some troubles wat ik niet wil durchgaan. So ik wie de schuljaren niet gewoon sterk gegaan. En zijn ook de jugend door durchgegaan. Van jong aan gozen dan zoals dat dan door allemaal wordt. Veel gereisd leven gevierd. Van jong aan. En dan, als ik 18 jaar werd, vond ik niet meer al wat ik van deel mijn vrienden aan doe. En als we omvangen met spazieren, dan werd ik aan met eenmaal, zij hadden onder het leven als ik had. En we hebben verschillende dingen genoemd, waar ik kreeg helemaal klaarheid. Wat we ons einig worden dat we wollen ons bevrijen. Dan moesten we ook de toffe even gaan. Dan heeft ze me veel geholpen met wat de toffe te bedienen had. Dat het niet bloos bevrijen weer. En ik kon Jezus aannemen, voor ik de toffe even ging. Die kijken weer naar mijn Juditsch, kon er niet veel van verstaan. Maar Gott sei Dank, dat door een persoon en mijn leven weer wat mij kan terzijde helpen. En ik heb Jezus dan aangenomen. En dan bevrijd we ons ook. En dan aber, het is een 3-jarige geschichte, wat mij allemaal niet schön je dat te vertellen, maar nu, weet niet, 2-3 jaar vielleicht, had ik me ganz weggedreht van Gott. Ganz weggedreht van Jezus. Ik ben zelfs gerechte persoon. Ik deed me immer zelfs recht voor je met dat wat anderen deden, dan kon ik die dingen ook doen. Dus heb ik jaren geleefd. Verschillende dingen gedaan wat Gott niet aangebracht werden. Ik voel dat in mijn hart immer, du weer wat Gott nicht aangebracht wird von mir, aber ich habe meinen Rücken gedreht. En later habe ich viel Messages gehört en ook zijn eine Versammlung gefahren. Aber ein Abend, ich kann in dort nicht sein, nicht die Jahrzahl, das habe ich das auch vergessen, wie lange das alles. Dann wieder eine strenge Botschaft, wo ich mich zu sein kreeg en wo ich mich war abmerken, dat ik wil Gott volgen. En die redner die dat zo klar doet, ik had immer die uitzei dat de Feind hat zoveel kracht. Ik kon den Feind nicht widerstehen. En ik wilde bloß met mijn eigen Fleisch. En ik kon dat gleich. Gott, Jesus hat den Feind der Macht genommen. Und die wird, wo das Redner dann brauchen, die schneiden so viel Deib, dass ich mich können abmerken und nu Jesus kommen. Und ich denke vielmals an, wenn du läufst, wie immer du bist,
wenn du luistert, der Feind ist so stark. Denk daran, Jesus ging Kreuz für mich und für dich. Der hat das da alle betont. Alles, was du brauchst, ist am Annehmen. Wenn der wird das nicht, der wird die nicht hinluten. Ein Vers, was mir durch die Botschaft dann sehr wichtig wird, durch dass Jesus ein von seinen Jüngern nahe in so tun, der soll von am Weg gehen. Und da wird Petrus, der wird immer so leicht reden. Der. Und dort fingen wir in Matthäus 16, ich will den Vers lesen. Das sagt du, ich will im Juditsch lesen, das sagt du, aber er wandte sich und sprach zu Petrus, hebe dich, Satan, von mir, du bist mir ehrlich, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Du willst Petrus bloß dort reden, was menschlich wäre, nicht was göttlich wäre. So dann dachte ich viel über gedacht und dem Vers, was about wenn Jesus wird zu mir sein. Und das schneidet mir so viel deep, dass ich Tag brauche. Und ich will gleich sagen, ich nicht mehr viel merken da. Ich sehe nicht eine Person, die perfekt ist, aber wir können alle Tag um Vergebung fragen, wo wir gefehlt haben, Gott vergibt uns. Und er ist durch für uns, und wir dort von den ganzen Herzen tun. Das ist bloß kalt, ein kleines Bett, ich würde das länger merken, aber ich wünsche jedem einen, gib nicht ab, Gott ist durch für uns. Und Jesus ist für unsere Sünden gestorben, wir müssen das bloß annehmen. Das so weit. Amen. Jesus, sei alles, was du liebst, weil die schönste von dir Müse für ihn sein. Hey, Abram,
genomen zu allen. Ja, ich wünsche Ihnen Gottes Segen in jeder einzelnen Tauchhaltung dort. Wird schön sein, wenn wir uns in die Kirche können, sein, oder das Kind auch sein können, aber halt in jeder einzelnen willkommen, was hier erst am Tauchhaltung. Und ja, ich vertrete alle Hiebert für mich. Und das erste Mal, wo ich Botschaft bringe, so ist für mich ein bisschen eine Abregung, aber ich glaube, Gottes Hauptwort schaffen deswegen. Und so erkenne ich habe verschiedene Timer steht immer neu da, weiß nicht, was ich kann schließlich habe eigentlich stehen, dass wir von der ersten Gemeinde, was das in Apostelgeschichte, so wir wollen uns viel in Apostelgeschichte abholen. Und wenn die eine Bibel da haben, die Bibel holen, actually, dass ich kann da mal rüt, wenn die da mitlesen dann so. Holt wirklich eine Bibel und dann werden wir mal sehen, wo dort in die erste Gemeinde gehen, die erste Kirche gehen, wo Jesus die befehlen, dass sie sollen, das Wort rütteln, hat er abgehoben, so. Wir anfangen mit Lesen in der Apostelgeschichte 1, Vers 4, das ist die erste Vers, ich werde 4 Versen lesen, das ist in der Apostelgeschichte 1, Vers 4. So, das sagt er so, en als hij met aantoop weer beval hij aan nicht von Jerusalem weg zu gehen, aber zu warten, was sie dort kriegen würden, was der Vater versprochen hat, wovon sie mich haben reden gehört. So Jesus hatte Jünger das Versprechen, wenn wir waren nicht heimbleten, aber ich war dem falsch gelesen, dass in Johannes 14, Vers 16 gesagt hat, und ich war dem Vater Frauen, und der wird jünd einen anderen Treister schenken, der ewig bejünd bleiben wird. So, das sagt Jesus, sie sollen in Jerusalem bleiben, was sie dort versprechen nicht kriegen würden, was der Vater hat versprochen. So, Vers 5 in der Apostelgeschichte war er gesagt hat, weil Johannes steib mit Wasser, je über sollen ein paar Dau mit den Helden Jes gedeibt worden. Und als sie sich so taub trafen, frühen sie am Herr, was du Israel nu war ihr Königreich herstellen. So, ich guess die Israeliten, die werden noch unter der Römer bedrängt, die Römer hatten Israel antreten. Israel lehrt sehr, dass der König soll, versprochene König soll Israel freistellen, freimachen von der Römer. Und die Jünger hatten durch verstanden, dass Jesus wird nu sein Königreich herstellen. Vers 7 sagt dort, er sehte an, dass es nicht verjühnt, die Täten in der zu weiten, die der Vater sich in seine Macht bestimmt hat. So die Täten in der einfach wann er wird sagen, dass wir nicht verehrt zu weiten, das sagt er auf die Vater bestimmt. Und was denke ich, wenn Jesus da hat gesagt, da wird nach 2000 oder ab wenn ist es 2020 Jahre dienen, da wir sagen die 2020 Jahre von dann. Wenn Jesus dort gesagt hat, wurden die Jünger sein mit seinem Iver gegangen, das Evangelium entsprechen. Ich denke nicht, dass sie würden sagen, und das Geld für uns kriegt so von der, wir wissen nicht auch gleich, was Jesus in unser Leben wird kommen, bloß er sagt, er wird bald kommen. Und ich denke nicht, dass die Jünger mit seinem Iver würden gegangen sein, das Evangelium rütteln. Und dann in Vers 8 lesen wir, aber wann der Herr Jesus über ihn kommen wird, wo je Kraft kriegen, und die wollen meine Zeugen sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und über die ganze Welt. Das sage ich, wann der Herr Jesus über ihn kommen wird. Dann wo je Kraft kriegen, und die wollen meine Zeugen sein. Das sage ich nicht, dass die wollen Fleisch oder mal sein, dass die wollen sein, die wollen meine Zeugen sein, wenn diese Kraft wird kommen. Als diese Kraft in uns bauen, dass wir können Zeugen von Jesus, dass wir unsere Mitmenschen das vertrauen, dann vielleicht soll ich erklären, was das Evangelium wir, was das Zeugen wir für Jesus. Wir sind getraut von Adam und Eva an, wir alle getraut von Gott und
Jesus verspricht, die Adam einfach Daniel, er wird ein Radar schenken. Er wird wer geboren worden, was uns wird frei machen von den Tod, von den ewigen Tod, von der Hall. Und so der muss wer sterben. Und Jesus wird perfekt in der Lohn. Der Israel, der hat Jahre mit Opfer zu tun gehabt. Die werden jeder Jahr opfern, aber das tut nicht sinnreich waschen. Das tut immer war bloß der Sinn, reminding, oder ja, das wird noch mal wieder opfern. Und Jesus wird das perfekt lohn, wo der am Kreuz sterben tut. Und all die, was dort annehmen, dann, die sind von der ewigen Verdammnis gerat. So dort wird das Hell, was soll kommen. Und ich denke immer für uns, wenn wir wollen, das Evangelium mitteilen, ein sehr schöner Weg zu tun, als wenn wir dort kalt vertrauen, und dass wir hier jetzt ein Zeugnis hielten. Ich denke immer an mich, ich bekehrt werde, dass ich segnet werde, was ich mir hier bekehren will, wenn ich ein Zeugnis hier, dort redet mir immer so laut, wenn ich fertig einen Struggle der Person mit kriegt, dort wird mir sehr schwer wird. So ich denke immer, mit einem Zeugnis, wenn wir da aufhören, das ist ein sehr, sehr feiner Weg. Und das sage ich, wie sagen, in Jerusalem anfangen. So, das meint so viel Tüß im Haus oder Tüß. Und man das sagt, in ganz Judäa, das meint so viel, all eins in Freundschaft, eins in Nobasch, Samaria, und über die ganze Welt sagen, sie gehen da predigen. Und da kommen wir, plattdeutsche Menschen liegen immer sehr kalt an, wie da nicht sehr, vielleicht da wie da, aber ich persönlich da, und ich sage, man kann die kleinen Menschen gehen, das Evangelium mitteilen, das sage ich hier, aber wir sagen, dort in die ganze Welt tun. Und man hat gesagt, wir wollen hier mit den Helden Jesus, der Helden Jesus wird über uns kommen. Einige Menschen, die fahren nicht so ab, dass wir wollen irgendwo noch einmal eine große Kraft erfahren, oder mit den Helden Jesus gedeiht worden. Und dort verstehe ich nicht so, und ich glaube nicht, dass dort die Wahrheit ist. Wenn wir uns bekehren, dann, wenn wir von Jesus wahrheit wollen, wenn Gott ja von so ganze Package ist, alles bin, was wir brauchen zum selig wollen. Wir dürfen nicht noch irgendwo lernen, dass manchmal wo wir nach irgendwo eine große Kraft in uns kommen. Weil wir dort lesen in 2. Petrus 1, Vers 3, die Verse haben wir zu lesen hier. Das ist 2. Petrus 1, Vers 3. Das sagt der Sinne Gottes Kraft hat uns alles geschenkt, was wir zum selig wollen, in ein fremdes Leben brauchen, dadurch, dass wir den kennenlernen, die uns so viel Gute zukommen leid, dass uns zu seiner eine Herrlichkeit berauben leid. War Vers 4 auch lesen. Und durch dieselbe Kraft hat uns all die andere reiche, vollkommene Segnungen versprechen, durch die wir von das verkommene Leben können loskommen, woran wir durch die Leidenschaften in dieser Welt gebunden sind und Gott seine Natur Anteil haben können. Das sage ich hier so, dass Gott seine Gotteskraft hat uns alles geschenkt, sagt er so, was wir brauchen, zum selig werden, auch zum ein fremdes Leben. Und dann der 4. Fall sagt, und durch dieselbe Kraft hat uns alle andere Segnungen, alle andere vollkommene Segnungen versprechen. So, das ist klar zu hören. Hier in das Package ist alles drin. Vielleicht denkst du, so, wo ist denn mir nicht die Kraft drin, dass ich kann gehen witnessing oder sagen von Gott, wenn ich das alle gekriegt habe, was ich mir bekehren darf. Weil der Jesus kann durch uns bloß schaffen, als wir den Loten schaffen. Wenn wir da alle Seiten einen Stich haben, weil wir sagen, dass wir in der Ruhe, wo das durchscheren, dass diese Gotteskraft nicht mal. Das Herr Jesus, wo die das schaffen, und die da abgeplagt ist, oder irgendwas ban ist, dann schält das, wo das Mengen ganz nah, oder wer Harttrouble hat, von denen sie oder Toje Bagas von Cholesterol, das auch kriegt, so das Hartschaff nicht reicht. So ist es auch mit den Helden Jesus, die kommen bis dann schaffen, wenn die Leitung fern ab ist. Und wir können uns mal sagen, wie aufheuern, aber das ist bloß so als
wo zwischen uns in Gott, oder wir haben in uns Leben Dinge, oder wir sind vielleicht nicht heilig, oder sie können verschiedene Dinge sagen, was dort kann hindern, dass wir nicht den Jäschen, der uns schaffen lassen, aber wirklich, wenn wir uns bekehren, der Jäs, der erst 14 uns, den habe ich kriege, wie du furzt, alles, da meint ich, dass wir Lothar wollen, irgendwo noch mal mit den Jäs gedeiht wollen, das eigentlich verstehen, da. Dann ja, mir eben da hab's in die zweite Apostelgeschichte 2 Vers 1. Das ist dann, und da wird Pfingsttag wir, wo sie den Heiligen Geist kriegen, denn das in zweite Apostelgeschichte 2 Vers 1, da sagt es, als der Pfingsttag dann kam, wären sie alle auf eine Stelle taub. Und plötzlich hörten sie so aus ein Sturm, ein drösendes Geläut vom Himmel, so dort im ganzen Haus zu hören wir, wo sie saßen. Ich war Vers 3 und 5 auch lesen. Dann sagen sie mit einmal Tungen aus von Fehr, und die sahen sich ab jeder einem von an. Sie waren alle mit den Heiligen Geist gefüllt und fangen an, in andere Sprachen zu reden, dass die Geist an das Mählich mög. Und hier war da ein Teil Menschen, die reden auch von, dass diese Dinge, die sollen an sich quaken, auch von der sagen, dass wir all das beleben. Und das muss wir denken, dass wir in der Übergangszeit von den Alten Bund in den Neuen Bund an. Wir können das noch nicht lesen, das ist in der Apostelgeschichte. Luther passieren diese Dinge nicht, und das nicht, der an sich quaken, von der alle Matten haben, bis das wir in der Übergangszeit in die Juden so forst, die ab Erd sorten, die wurden, vielleicht nicht gleich das, aber was von der, die Bauten, die Saßen, die wurden die Kämmerhahn loslassen haben können, wenn Gott nicht durch sind, sit Wunder dort getan hat, wenn so forst stünde ab dort. So, das sag ich hier so, die kriegen alle den Heiligen Geist in Vers 4. Sie waren alle mit dem Heiligen Geist gefüllt und fangen an, mit in andere Sprachen zu reden. Und dann kam das wieder, wo die sind Menschen, die kommen von verschiedenen Ländern oder Städten, wo die wohnen, die reden alle, die hören alle in ihrer eigenen Sprache reden. Und dann sind die Menschen, die haben sich Damen, die sagen, dass die sind betrunken. In allen Vers 14, da steht Petrus ab, das sagte, dann stand Petrus mit der auf ab und fang mit einer lauten Stimme an zu reden und seht an. Männer von Judäa und all die in Jerusalem wohnen, das soll die weiten. Und hör ich, was ich könnte sagen. Und dann habt ihr, ich wollte die Vers nicht alle überlesen, aber dann habt ihr eine gewollte Botschaft bringt zu dieser. Die wir nicht voll Jesus Kraft, voll den Heiligen Jesus, und dann erklärt er dort in den Alten Bund, wie von das all geschrieben, dass das passieren würde. Und er erklärt auch, dass Jesus den sicheren Leuten Tod merken, die wir von Tod abgestoßen. Und dann redet dort davon, dass David hat allen verübt von das geprophezeit. Und dann in den 37. Vers, in den selben Kapitel, da sagt er, als sei das nu Hirten, ging an das zu horten, und sei sehen zu Petrus, und der andere Apostel. Die Männer in Leibe Brüder, was soll wir tun? Vers 38, Petrus seht an, kehrt und lot jünt alle in Jesus Christus seinen Namen deipen. Dort jünt die Senden verjährt worden, dann wird Gott jünt den Heiligen Geist schenken. So, diese Menschen, die gingen das zu horten, diese Botschaft, was Petrus hier gebraucht hat, und sie hat gerät in die Frauen, was soll wir tun, dass sie, ich werde den Vers noch einmal lesen, Vers 37, als sie das nicht hörten, ging an das zu horten, und sie sagten zu Petrus und der andere Apostel, die Männer, liebe Brüder, was soll wir tun? Sie fragen einfach, was soll wir tun, dass wir das Leben können haben, das, was die Christen haben. Und dann sagt Petrus so, sie sollen umkehren. Umkehren, das meint einfach das Umwegen. Sie wären bei nicht auch gegangen und sie sahen das hier an und wären zu Horten gegangen. Und sie sagen das hier an, dass wir sind auch. Und dann fragen sie, was soll wir tun? Und dann sagt Petrus, sie sollen umkehren. Und von der und auch wird viel von Bekehren geredet.
Das ist all die Worte, das ist alles die Meinung, aber hier seid ihr einfach umwegen. Das meint, wir sind ein Weg gegangen und nun sei wir anders anrechnen, gegangen wie andere Weg. Wir haben umgewogen. Und er sagt, okay, sagen sich in den Namen von Jesus Christus den Namen deipen loten. Und hier gleich foten sehr viele Menschen das ab, wenn wir ans deipen loten, dann sind wir von unseren Sinnen losgekommen. Und dort sehe ich, was das hier meint, das meint umkehren, wenn wir dort tun, dort von Menschen sehen, dort wir können umwegen, und wir können ansehen, dass wir artig sind. Und dann trägt der Herr die Jesus in uns nennen, dass sie weitergebracht. Und dann lot wir uns ab den Glauben, was wir dann an euch nehmen, ab dort lot wir uns deipen. So die Daubsaal, sie der uns nicht die Sinn weichwaschen, das sag ich in Petrus haben, wo dort der uns sich von Sinn loswaschen, der uns bis ein Beweis dort in uns hat, was gechanged. Und dann sag ich Petrus hier, und dann wird Gott ihm den Helden Jesus geben, so das nicht die Daub, was uns raten, dass wenn wir umwegen, dann umkehren, wenn wir eine jährliche Wahrheit beleben, dann kriegen wir den Helden Jesus und dann lot wir uns ab dort deipen. So das wirklich, was uns raten, ist, dass wir dort vertrauen, was Jesus getan hat. Und dann Vers 38 sagt, dass das ist, was Gott dient in jene Kinder versprochen hat, in all die, was weit auf sind, die Gott uns Herr nur sich erlauben wird. Ja, mit diesem Vers habe ich schon mal sehr gestruggelt. Ich dachte immer, Gott würde sich bis was Menschen nicht wehren. Und dort als nächstes dort, jeder Gott, der nicht bis was Menschen nicht lesen. Ich konnte immer so erzählen, der Gott ans Herr nur sich rauben wird. Und ich dachte so, der raubt sich bis was ut und die würden dann geraubt sein. Und Gott kann Gott kann uns hart als sein, was wir entscheiden wollen. Und er hat uns alle getragen, dass wir eben nicht alle hier und jeder Mensch schlechte sie lehnen hat. Vers 40 sagt Petrus reden noch durch viele andere werden der Mond an Lot dient, ut diese verdrehte Generation rütraden. Vers 41 sagt, und die sein Wort mit Frieden annehmen, leiten sich deipen, und an den Tag werden durch 3000 Seelen kommen. Und sie bleiben beständig in der Apostel ihrer Lehre, in Gemeinschaft, beim Brotbrechen und in Gebeten. Ja, und hier haben wir, was sie dann rüte sagen. Das sage ich erst, 3000 steigt wir nicht, haben mit Frieden angenommen, und werden wir meint tun, und das sagte, die bleiben alle beständig in der Apostel ihre Lehre, dass wir so viel, was die Apostel lehren von Jesus, dort und dort bleiben sie beständig in Gemeinschaft, wenn wir nicht kriegen, nicht kann, aus Krieg taub kommen, aber die Gemeinschaft, dort meint Krieg dort, dass wir aus Krieg taub kommen, und wir studieren Bibel, und wir bühren uns um sich ab, und wir sind durch einer von den anderen. In Brotbrechen, so ein Abendmahl, in ein Gebet. Da bleiben die beständig an. Und ich denke, so, wenn von der und den Tag mal so ein 3000 Seelen sich ab einen Ofenschweig bekehren, da wird sehr schön sein, da wird wir alle wollen mitbeleben. Aber wo wird ein Jahr wieder loten? Wird dann haben wir sein, dass 3000 Steig wären beständig geblieben? Oder wurden dort ein Teil von denen sehr strugglen, die wurden von diesen Dingen nicht mehr mitmerken, das sage ich hier in der Apostel der Lehre, in Gemeinschaft, in einem Brotbrechen, in einem Gebet. Sofern, wenn Menschen strugglen und die doch nicht mal Bibel lesen, oder die haben nicht Gemeinschaft, oder die beten nicht, und dann fallen die. Das sage ich hier, diese 3000, die wären beständig geblieben. Wollten wir auch in Petrus sein Leben, der Unterschied, haben wir einer, was Jesus verlehen, der ich haben überhaupt nicht in, das sagt, dass Jesus ist abgestoßen wird, dann werden sie hier verschlossene deren, und hat Angst, und nicht mal einmal nicht schaffen sie deren, open die predigen sie, und 3000 und 5000 Menschen kommen zum Glauben, was möchte der Unterschied, das heißt es dort wir, weil die dort der Herr Jesus.
wo den uns nantragen dat, und man wie uns von den Directing loten, man wie den gehorsam sind, dann kann Gott euch uns auch beschenken, und dort wir, was heute erst nicht könnte, wir, die seine eigene Kraft, seht ihr sagen, er wird Jesus, er wird reden mit den Tag gestorben, und den nur verliert oder den hat gehandelt, so. Wenn das den Helden yes war, dann können die sehr schaffen, so. Soll für uns eine Mutmerkung sein, weil wir uns auch loten von yes leiden, dann kann Gott euch uns auch Wunder tun. Und wir können auch kämen mit unsere eigene Kraft tun nicht, und es steht, ich hier mal ein Prediger sein Zeugnis, er sieht, dass wir was Prediger gewählt und wir nicht bekehrt gewesen, er hat man muss predigen gehen, und er hat sich fertig gewarnt, ich konnte mal so viel Preis mehr und da wurden bloß mal sagen, er dürft nicht mehr. In Lothar bekehrt ist und sagt, und er sagt, dass ich schon glauben wir, dann muss ich euch predigen, dann will ich predigen, sagt er. So dort hat ein ganzer Unterschied in seinem Leben. Ich finde ja ein sehr begabter Prediger, der kann viele Menschen bekehren sich durch an. Da merkt ein ganzer Unterschied, wenn wir dort den Herrn Jesus in die Kraft tun. Ja, mit allen uns zu drehen, wo wir tun mit dem Evangelium umgehen. Gott hat uns auch diese Abgabe gegeben, wir sagen, der wird bekannt merken. Und dort jankert mich in Lukas 10, Vers 2 und 3 zu lesen. So, jetzt in Lukas 10, Vers 2 und 3, da sagt es das. Er seht an, der Arndt es ab ihrens graut, aber du sind nur wenig Arbeiter, braucht dem Herrn, den der Arndt gehört, Arbeiter zu schicken, zu ernten, sagt er. Und dann sagt er in Vers 3, gut, ich schicke ihn, so als Lama man gewillt. Da eine Abgabe, das sage ich einfach, wir sollen gehen. In den ersten Vers, wo ich hier lesen, der in Vers 2, der seht, dass wir sollen dem Herrn brauchen einen Arbeiter, so. Ich sage einmal, wenn wir bekehrt sind, dann sollen wir alle einen Part von dieser Ernten anbringen. Jeder Einzige, was sich bekehrt hat. Wir haben hier tot nach Matthäus 28, Vers 18 und 19 zu lesen, das sagt er so. In Matthäus 28, Vers 18 sagt es, in Jesus sagt dann, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel, auch auf der Erde. Dann geht nu naar die Felder van de Welt en merkt aan de leerlingen en doopt aan in den Namen von dem Vater, von den Sehnen und von den Helden Jesus. So jetzt hier auch war, wir haben, wenn wir uns bekehren, wenn wir sind zum Glauben gekommen, dann wohnt Jesus in uns und er sagt, ist alle Gewalt gegeben. So mit Jesus taubt, dann können wir diese Botschaft wieder drehen. Und ich meine nicht, dass wir alle sagen, sei reden können, für einen Staller wohnen, oder manchmal mit wenig wir die können im Gottesreich auch sehr bescheiden. Ich weiß, dass ich ein Wirt, was nicht viel reden wird, aber den sie nicht wollten, die reden zu mir, aber sei Leute, ich schon mal noch nicht bekehrt wir in dem Mond, dass sie herzlichen Reden noch nicht. Und mit Trag über alles sein, ich weiß dann, was der Unterschied mir aber. Die haben von der und auch sehr viele Menschen, die kennen die Bibel meist auswendig und die wollten die Leine aber nicht ab mit der Botschaft. Und dann denke ich an, ein Prediger sieht mal, ein Müll kann auch verschiedenes sein, aber die Botschaft, die unsere Schule drehen, die Message, die Botschaft, die drehen unsere Schule, das meint so viel uns wohnen, der redet viel Leute aus, was wir eigentlich sagen tun. Vielleicht fallen die früher sich so, die kann wenig für Gott tun, wenn die Bibel sagt, was sie sagen, nicht in den Versammlungen reden und so, aber ich will hier ich hört von diesen D.L. Moody seine Geschichte, was gelesen diese Weekend und mich hier das sehr an, was ich zu hören da. Und das Moody, das hier ein großer Evangelist war, ich schon mal stets mal in seine Vater starb, was das D.L. Moody 4 Jahre alt war. Ich lese heute 7 Jungs, was ich nicht mehr rechnen wir. D.L. Moody wie 4 Jahre, und dann waren die was älter geworden. Dann hatten die Menschen gesagt, noch so viele Jungs, da würden sich Himmel polen, da würden vielleicht was von denen in Gefängnis dann kommen. Die würden Leute sagen, dies dafür, und die sagen, Lothar aus Moody, seine Mama, wir raffen es aufhauen, der dann fällt diesen Moody dort danach später, seine Mama
was hij von der Mama gehört, dann sagt er, wenn jeder Mensch so eine Mama hat, was ich gehört habe, dann wird kein Gefängnis darin sein. Nicht. So diese Mama, die hat wahrscheinlich sehr viel im Gebet gewesen, sie hat die Jungs abgetragen. Meine Mutti wie sehr doch ein Junge, was er abwachsen, dass er mögt doch gleich durch die Schule nicht, aber als er ist hier entscheidet für den Herrn zu leben, dann hat er sehr viel für den Herrn getan und dort dort einmal eine lebende Mama auf der Herr gestanden. Und wir haben noch eine Geschichte, und es steht in 1. Samuel 1, Vers 10, der redet von dem Zusammenhang, wir werden es mal lesen. 1. Samuel 1, Vers 10, da wir haben die heute, wir sagen gleich Kinder nicht in, das sagt du so, das sei wie geschlagen von, Hanna wir sei geschlagen in Bett zum Herrn, in euer bittere Thronen, sei mir ein Versprechen, in Gebet, in der Herr, der alles regiert, wann du wirklich mein Elend an seinen warst, und für mich diene deiner Anstunden warst, und du mir einen Segen geben warst. Herr, dann war ich die geben, so lang als ich lebe. In dem waren niemals seine Haare aufgeschnitten worden, sagte Döser. So, diese Mama, die betet hier sehr ernstlich um einen Sehen, und der Herr gibt dort, und wir weiten, wo Samuel wir Lothar ein Prophet, und er wird eine von den Rechter, und sehr godly man, wird auf Englisch sein, und dort wird auch eine Mama, die daher gestanden hat, und sie hat gebetet für den. Und wir haben noch eine Geschichte in 2. Timotheus 1, Vers 4, du weißt nicht hambleden, aber das handelt sich doch um eine erst eine Großmama und eine Mutter, wo Timotheus seine Mama und Großmama wären, so. Die haben am von klein an die Schrift bekannt gemerkt, so ein kann Mamas tun, die kann viel mehr tun, als für irgendwo mit Menschen zu sein, also ich will den doch mal sprechen, gib nicht ab, für jene Kinder zu beten oder für Menschen beten, das kann wir hier sein, das dort merken wir Unterschied. Auch wenn wir das Evangelium mitteilen, weil wir können mal unterschiedlich, was da wir erst vorab beten, und ich kann dort mal wirklich erfahren, was dort steht. Was Andreas Lamke hier mal wieder, die sehen uns dort, wir sollen nicht, wenn wir irgendwo Evangelium mitteilen, anders als da wir vorab beten, oder horriglich in seine Botschaft mal wie deuten das dort, und wir haben dort wirklich hier sein, dort merken wir Unterschied. Aber ja, wenn wir bekehrten waren, dann sah wir ab irgendeinem Ort, sah wir dann an diesem Missionsbefehl ein Port, was Jesus und seine Jünger oder die erste Kirche dann bestaunen, das heißt sagen, dass wir sollen in Jerusalem bleiben, aber das seht ihr nicht zu uns, aber die Jünger, was sie mit der Kraft von Boven angetan werden, und dann wird wir seine Zeugen sein, und einmal war da, wer immer die besten Port von dieser Arbeit. Und er sagt auch, ich schaue ihn so als Lama man Gewerbe, das meint auch so viel, da wird nicht immer für das Fleisch sehr möglich sein, wird für ein schwere Täten sein, aber er schaut ganz einfach, er sagt gut. Und er sieht auch nicht immer, dass wir uns da eine Feiern gehen, und das denke ich für ihn. Auf Jesus hat auch nicht auf die Feier gebetet, wenn wir an denken, dann haben wir in seiner Herrlichkeit wie dem Vater. Wat leuk wordt hij gesagt, ik val mir nun und waschen drauf gehen, die Menschen zu raten. Er kann das ganze Leben und Krieg soll alles sein, was er da durchgehen. Und er fällt sich dort nicht noch. Er weiß, dass das macht getan, wenn diese dort nicht, dann waren diese Menschen einen Tag alle in ewig Verdammnis sind. So, er hat dort, was er muss tun. Und ja, von seiner Seite, er kann das ganz oft sein, nur ich will nicht, und da wird er würde wegen Krieg Gott geblieben sein, der Krieg wäre er jemand, sie was wir. Und wenn Jesus sagt, bloß du wir heimgegangen, wo er willkommen wir, so fertig, weil wir irgendwo mitteilen, dann waren wir irgendwie sind nicht willkommen, und weil wir uns so mal das fragen, wenn wir bloß dann hatten, wenn Jesus bloß du wir heimgegangen, wo er willkommen wir, würde das Evangelium jemand sein, was uns gekommen, ich glaube nicht, dass das wird sein.
En Menschen, die waren auch sein, wie von Jesus in ihr Leben vertrauen, da waren die in uns sein können. In Mond sehen wir das dort, wenn wir, wo Jesus in ihr Leben wieder vertrauen, dann sehen, wo die Menschen sein, dass, how did Jesus love, wo die Leben wies mir, dass ich das sein können. Da das kriegt es in 1. Korinther 13, Vers von 1 bis 7. Da redet von, wenn wir, das in 1. Korinther 13, Vers 1, wo ich anfange zu lesen, das sagt, wenn ich mit Menschen und mit Engelsprech reden kann, und aber nicht live hat, wie ich nicht mehr als ein Bämmel oder eine kleine Schal. So, wenn wir nicht live, wir können noch so schön reden, und wir aber nicht live hören, wie mit Engelsprachen reden können, sagt die sogar. Und wir das aber nicht live tun, dann ist es noch das nicht als ein kleiner. Ich merke manchmal so ein Bild, wenn man auf eine Tonne abdrehen, der da ballert so lang ist, und den anderen durchballert und einmal ab hier mit Schlohn an sich stellen. Und so ist es auch mit, wenn wir live gehen und proben Menschen für Jesus zu werden, wir wollen nicht vorwärts kommen wegen. Die seien uns nicht von der, was wir reden dann. Vers 2 in 1. Korinther 13 sagt, und wenn ich eine Prophetengabe hat, und weiß alle Geheimnisse, und hat alle Erkenntnis, und hat einen Glauben, Beute versaten, aber nicht leibtulich wir, dann wird dort mit mir noch nichts. Ich habe verstanden, das sagt also, wenn wir einen Glauben haben, Beute versaten, und wie eine Prophetengabe haben, alle Geheimnisse uitleihen, dan meint viel alles wat, das war diesen Coronavirus, alle wat er nicht angehen hat, wie das alle Krieg können uitleihen, was das alle meint, das sind ja so viele Menschen, die wundern, was kommt nur, oder was meint das alle. Und wir nicht können Krieg sein, und das wird alle passieren, so oder so, und wir wissen alle ganz sofort die Bild, und wir aber nicht live hören, dann wird das noch nicht mit uns, sagt das hier so. Vers 3, wenn ich alles deut, wenn ich alles hat, alles was ich habe, der Arme gef, in meinen Körper Hand gef, zu verbrennen, und den Menschen nicht gut wäre, dann haben wir dort nichts. Vers 4, Leib ist geduldig, Leib ist freundlich, Leib wird nicht ewig, Leib ist nicht eigenkopfig und packt sich nicht. Sie, das sage ich hier so in Vers 4, Leib ist geduldig, da meint so viel. Die Menschen, wenn die gleich kurz annehmen, die wollen gleich kurz einduldig sein, nicht, weil wir so mit Tät geben, geduldig sein, aber wenn wir verfolgt worden, was immer. Das sage ich, Leib ist geduldig, Leib ist freundlich, wir bleiben deswegen freundlich in kriegen dann, was die Umstände sind. Leib wird nicht ewig, wir wollen nicht verdrissig, kurz Dollar, wir wollen nicht kurz aufhören zu schreien. Leib ist nicht eigenkopfig, das meint so viel, der ist nicht bloß mein Wahrheit in das schein sind. Wir pochen uns nicht, sagt er auch. Vers 4, Leib ist nicht eischig, ist nicht nusig, sie lässt sich nicht verbessern und ist nicht notdrehend. Das sage ich hier so, Leib ist nicht eischig und ist nicht nusig. Ich weiß nicht ganz genau, was das Wort nusig meint. Das soll nicht alle bis am einen gehen, vielleicht kann ich nicht ganz gleich verstehen. Sie lässt sich nicht verbessern. Und hier ist sogar ein Ding, wie fangen dann stehen wir uns auf einen Menschen, uns bohrt alles, oder wir verbessern uns in eine Person, das kann sehr leicht passieren. Und das sagt, Leib dazu ist dort nicht, wir verbessern uns nicht. Und es ist nicht notdrehend, das meint so viel, wie lange haben wir noch alles notdrehend, da hat mir mal so und so getan. Und einmal war er red wieder fahren, oder einmal war er bohrt uns dort, das da uns mal getan, und dann red wieder war er fahren. Und Vers 6 sagt er, Leib freut sich nicht zu dort, was artig ist, sie freut sich aber zu dort, was wahr ist. So ja, diese Leib, die freut sich immer zu ihm, was artig ist, sagt er hier so, aber zu dort, was wahr ist, zu dort freuen wir uns. Weil wir uns sehr öffnen in diese Leben, wenn wir Evangelium mitteilen, wie diese Dinge alle nicht haben, dann ist es ganz vergebens, dann darf ich nicht mal anfangen, nicht. Vers 8 sagt, das Leib verdragt alles, sie läuft alles, sie hobt alles, geduldig tragt sie alles.
Da wir eigentlich Vers 7, was ich hier lesen, in Niedrig Vers 8 lesen. Leib haft kein Eng, die go prophetisch zu reden, wat abhören. Dort reden in Tungen, wat abhören, in besondere Erkenntnis kriegen, wat abhören. Hier sagt er, Leib haft kein Eng. Das Jesus anzieht Leib haft, das kann wir sagen, wir haben uns so versündigt und so artig getan, und er leibt uns, wie hätten am Frauen, die gegen Heil und Kreuz waren gestorben, so. Weil wir immer ähnlicher waren in diese Leib, dann war wir im Jessel den viel aller beschädigen, und auch in die Gemeinde Büren, was Jesus Büren, da wo wir viel nutzbarer können sein. Und wir können auch sein, und Stephanus, der in den kostet das Leben, während er das Evangelium mit da und der mir janger dort noch mit von zu reden. Was Stephanus, das habe ich in Apostelgeschichte 7, Vers 55, was 60 Jahre mir hier zu lesen. So, der hat auch weiter diese Botschaft gehört. Und was mir hier sagen, ich würde sagen, sagen, Stephanus, der hat auch diese Botschaft gebracht, weil es Petrus ein paar Kapitel 3 deuten. Und hat er einen Krieg gesagt, was Jesus in Leben und dass sie am Tod gemerkt haben. Und er fängt von Abraham oder von wie 3 ohne in der Bibel zu erklären. Und sie hören eine sehr strenge Botschaft, sie kriegen jedes Mal Krieg getroffen mit was er sagen will. Aber das sage ich da und sehe, dass die Menschen dort hören, gehen dort zu horten. Und als Stephanus hier geredet hat, dann sagt er in Apostelgeschichte 7, Vers 55, nur diese Botschaft sagt, was sei das Hirten, schneit an dort durch dem Hort, und sie gnarschen die Tänen über Arm. So wird die Hirten dort sehen, die Menschen, was sie dort Hirten schneit in, ging in dort zu horten, und sie führen, was soll wir tun, um das ewige Leben zu haben, und sie wird, und hier sagt er, was sie das Hirten, gnarschen sie ihre Tänen, so. Dat Gottes Wort, das schaf immer, so da war nicht ladig zurückkommen, da war wir Leute noch abgekommen, aber dort schaf es das, wenn wir das nicht annehmen waren, dann war das uns verhorden, sagt das hier so. Diese Menschen, die schlauten sich tau, als sie diese Botschaft hörten. Und sie, das sagt er, als sie das hörten, schneit an dort durch den Hort und sie gnarschen ihre Tänen über Arm soll. Diese Menschen haben sich einfach tau geschlagen für das Wort, für die Botschaft. Aber Stephanus voll vom Helden Jesus, kijkt ab in den Himmel und sagt, Gott seine Herrlichkeit und Jesus bei Gott rechte Hand stohnen. Vers 56, und seht, kijkt, ich sei den Himmel ob, und die Menschen sehen, bei Gott rechte Hand stohnen. Und dann Vers 57 sagt er, dann schrien sie aus allem Hals, hielten sich die Ohren zu, machten alle die Leg auf am los. So sei Stephanus wie voll von Helden Jesus und kicken ab in den Himmel. Und sie können dort nicht vertrauen, nicht. Sie haben die Kirchschluten für diese Botschaft. Und dann Vers 58 sagt es, und schmeiten Arm uit die Stadt rüht. Und steinigt den Arm in die durch Zeugnis geben, läden ihre Kleider an vor einen jungen Mann soll. Und während sie Stephanus Steinchen bet und seht, Herr Jesus, nahm ihnen Jesus ab. Dann kneit sich dohl und schrie mit einer lauten Stimme, Herr, hol diese sind nicht jeden an. Als das gesagt hat, schleibt an. Ja, so einmal kostet das Leben, viele Missionaren haben gestorben für Glauben. Ich denke an diese eine Familie wie in India, wo die hatten auch Evangelium gebraucht und bekehrt eine Familie sich durch. Und dann mussten sie wo herkommen und dann waren die Herren, er soll von Jesus auf sein. Und er sagt durch, dass er hat sich entschlossen, Jesus not zu fallen und das Leid kann ja alle. Und er dreht nicht drehen und dann sagen sie, wenn er nicht was auf sein, dann wollen sie die Kinder umbringen, schließlich seine Frühe und dann lässt es nach. Aber einmal braucht Gott kriegt so eine Stadt eine große Erweiterung und dort hat in India da eine große Erweiterung gegeben sein, so dass die Menschen gesehen haben, wovor es der an Jesus holen dort, dann sind sie beim Nischig geworden, was ist das für ein Jesus, was ist das dort her, dass die waren sie wieder gestorben, dann einmal dann bekehren sich Menschen durch dort.
Ja, und dann können wir sie denken, dass wenn wir wo reden, dann das hoffen wir nicht genutzt, dass das verjährt was, das sage ich in Jesaja 54, Vers 10 in auf, weil ich lesen, Jesaja 54, Vers 10 auf, das sagt, krieg so aus der Regen, in das Schnee vom Himmel fallen, in du nicht war da drei Hangonen, aber die Erd was hat, dort die fruchtbar ist, in Wassen lat in so zum Sehen im Brot zum Eten jaff, nam falsch aufseite, so soll mein Wort und eingereden sannen. Dort wird nicht ladig nur mich kommen, dort wird dort daunen, wird ich haben will, und dort daunen wird dort gejeft ist. So ganz klar, dass dort wird, das sag ich, was ich geredet habe, aber wenn ich reden da, ich glaube mir besprochen von Gott, er redet durch mir, wenn irgendeine andere Person hier so in Jesu die Worte will wieder sein, Gott braucht uns bloß zum hier so in seine Städte reden. In das Sinne ist Gott seine eigene Wert, wenn wir die Worte reden dann. Das sagt, was dort tun, wo das hier der schneidet, was hat dort das Frucht drin kann Brot zum Eten geben, so war das Wort auch. Und wir haben uns jetzt gelesen, dass die Menschen hier gehen dort zu horten und sei früher muss so wie down sind, damit hier sich 3000 Menschen und hier so, dort hat dort die Idee, dass die Horden können sich bekehren und hier so war die Schriftgelehrten vor die Seher, der wird Stephanus dann Steinchen deuten, dort hat auch was gewirkt, aber dort hat hart bis verhört, so. Wenn wir die Wahrheit haben verstanden und wieder nicht mehr tun, dann kann es gefährlich werden, dann wenn wir das einmal hören und wir das sperren die jetzt ans Mond, wir dann aufsehen, auflehnen, und das nächste Mal dann braucht auch was anderes um uns Weg reden, so. Weil ich auch sehr für Warning. Mir haben auch noch ein Vers zu lesen, dass Jesus sagt, ich war den Vers über das Evangelium, ich war da nicht hamlesen, das sagt, ich sei die Worte, ich sei die du bist Petrus, und auf diesen Stein weil meine Gemeinde bühren. Aber die Todes gewollt niemals vor den Everhand haben, was mich hier interessant, dass Jesus als der die Gemeinde bühren, der braucht uns von der zum seine Wort wieder drehen, aber er ist der die bühren, der und der sagt, keine gewollt was diese Gemeinde durchziehen, nicht keine Todes gewollt, was die niemals was kämmel überhand wird kriegen so. Wir können Gott sehr dankbar sein, wenn wir zu Pferden zu sperren, das ist alles verjährt, aber er sagt, immer dann zu sagen, was für ein Prophet merken, wir können uns die Trost sein. Er sagt, keine Todes gewollt, was über die Gemeinde überhand kriegen so. In Petrus sagt es auch in Apostelgeschichte 4, Vers 12, du hast auch in das keinem Erradung willst, uns Menschen es unter dem Himmel das kein Nomen gibt, durch dem wir können seilig werden. So, dass, wenn wir wollen Himmel sein, die ganz einzige Weise, wie wir können und dürfen und können sein, als wenn wir uns bekehren unter Jesus, nicht keine Quake worden zu raten, kein Altes da, das sage ich hier, uns ist das kein Nomen, die je aus Jesus Christus, durch den wir können gerat werden. Und weil wenn wir für Gott dann zeugen gehen, und wie Menschen Jesus lernen, und wir kommen noch eine Belohnung ab, jeder Einzige wird eine Belohnung kriegen, und dort jagen wir noch eine 1. Korinther 3, Vers 10 zu gehen, bei 5 Jahren, 5 Verse zu lesen. Das sagt es in 1. Korinther 3, Vers 10. Dünne aus Gott mir genug gejaf, hab ich den Grund gelegt, aus einer Weser Bühmeister, ein anderer Bild boven wieder, aber lot einen jedem verseitig sein, wo boven büht. So Paulus redet hier von diesen Grund, was er gelegt hat, wie Jesus Christus als die Foundation. Und das sagt hier, ab diesem Grund jetzt wieder, wollte noch einmal lesen. Ein jeder bete boven wieder, aber lot ein jedem verseitig sein, wo bühren det. So, ich hab diesen Foundation jetzt wieder boven zu bühren, aber lot in jedem einzigen verseitig sein, wo bühren det. Und dann falsch auf, Seite keiner kann in unseren Grund leihen,
als die all die Leicht ist, dort ist Jesus Christus, hier kommt der klar uit, dass das Foundation, wenn wir Jesus han angenommen, wie uns bekehrt haben, dann sagen wir auf diesen Foundation, du jetzt, ihr habt keinen anderen Grund zu leiden, ich sage das hier. In Vers 12, auf diesen Grund kann mit Gold, Silber, Tiere, Steine, Holz, Haar oder Stroh wiedergebaut werden. In Vers 13, über jedem seine Arbeit wird von Tag kommen, der Gerichtstag wird das klar merken, was bleiben wird, willst der Tag kommt mit Fehr. Durch das Fehr wird sich wiesen, von wohne sagt jedem seine Arbeit wir. Und wann dort wird auf dem Grundgebiet als die 4 Probe bestanden wird der Jan ja Lohn kriegen. Wann über irgendwem sein Werk verbrennen wird, dann wird er Schulden leiden, er selbst über wird gerat worden, aber muss so ist ihm Fehl getragen. So die ganz Schlimmste, der ist hier der dritte von den Christen, wo die waren belohnt worden. Die ganz Schlimmste ist hier noch gerat, aber das sage ich hier so, aber muss so ist von ihm Fehl getragen wird. Und ich verstehe das so, und ein Prediger erklärt mal das dort, und das haut mir so, was er sagen wird. Er nahm ein paar Propheten ab in der Bibel, was die hatten, gearbeitet für Gott, und wir würden Jonah zum Beispiel nehmen, die hatten 120.000 Menschen, haben sich durch den sie eine Botschaft bekehrt, gegen Ninive, weil der Herr sagt, er soll hingehen. Und er wollte, er brauchte sich einen Stich, und Frau auszuklären, und Gott muss den großen festhalten, und was heißt bei der Kant, wie die Botschaft nach einmal kriegt, so er soll in Ninive gehen. Und er ging schließlich, aber er hat nicht live wegen, er live hat für die Menschen, er hat wegen, er muss gehen. Und 120.000 bekehrten sich, ich glaube nicht, dass wir irgendwo eine Summe haben, wo sich so viele Menschen bekehrt haben, dass du so, was sich in dem Herrn drehen. Und der hat, einer würde denken, eine große Zahl Menschen haben während dem Himmel, werden geraten, dass er hat sich brocken lassen. Aber Jonah wollte keinen Lohn für kriegen, wegen er hat auch Leben nicht, er ging, wegen er muss gehen. So denn seine Worte, die waren verbrannt, wegen die Menschen sind geraten oder wurden geraten sein, aber Jonah wie nicht darauf gegangen, dass er Leben hat für die Menschen. Und dann haben wir Jeremia gekriegt, wie die Rohren der Propheten an dem Fjern. Und ich glaube, Gott sieht ihm dort all, er reden ging, dass er soll die Israeliten warnen, aber die Menschen würden nicht umdrehen. Und ich wollte hier ein bisschen meine Gedanken sagen, wenn wir dort weiten, und kein Mensch wird uns hören, wie viel Mut würden wir haben, danach gehen, die Botschaft wieder zu drehen. Aber das sagt, dass Jeremia da hat geraten, hat die Menschen gewarnt, und kein Mensch bekehrt sich, aber am Gerichtstag Jeremia wird einen Lohn kriegen, da wird nicht ein Mensch wegen der Botschaft vielleicht nicht im Himmel sein, was er gebraucht hat, aber Menschen bekehrten sich nicht, und er darüber mit den Rohren, er hat so eine Leib für die Menschen, und dort wird die 4 Probe bestehen. So, dort hat mir mal gesagt, als ich dort verstehen, als ich dort hören, wo diese Belohnung kriegt wir, und vielleicht habt ihr das auch, dass ihr besser verstehen kann. Und zum Schluss, ja, mir hier noch ein paar Verse lesen, ein das in Offenbarung 14, Vers 13, das eigentlich der Hohen hat, diese Vers ist in der Triebsalzeit gerät von da, aber ja, ich hätte wen zu lesen, das sage ich dann, hier ich eine Stimme von Himmel zu mir sagen, schrieb, seilig sind die Todes von nu an, die in den Herrn sterben. Ja, sagte Jesus, dort sei von ihrer Arbeit reben, will sie nehmen ihre Werken mit sich. Und hier meint das nicht, wenn wir geschafft haben oder gearbeitet haben, meint nicht unsere tägliche Arbeit. Ich verstehe das erst einmal, es ist dort, von unserer Arbeit, wo wir uns reben. Das meint, wenn wir uns haben in Jesselchen drauf gemerkt. Und uns reben, dann was wir geschafft haben, so. Weil wir uns das, weil wir daran denken, dass wir nicht arbeiten tun. Ich sage einmal, dass das Frevend haben wir uns im Himmel, das war wir hier tun nicht. Und an den letzten Vers, weil ich hier so lesen wollte, das ist in Matthäus 28, Vers 20, das ist die letzte Vers in Matthäus. Da sei lehrt an alles zu tun, was ich befohlen habe, und verlot darauf. Ich sie immer bei was Welt eng so. Jesus ist mit uns, und das bei uns, und
Wir wollen, das sage ich, Lied an alles daunen. Das sagen wir, wie alles weiten sollen. Das sage ich, wir sollen das tun, was er befohlen hat. Das ist eine Abgabe. En verloot je erop, ik zie allemaal bejunt. Waarom wel eng sagt das so. Maar dit wil ik sluiten en want nach Posten, wo allemaal Posten, das war wir noch war wir Abstund zum Beten und dann gut am Schluss. Gereicht vor am Himmel, wir kommen vor dir in diese Obenstunden, wir danken dir für dir das Wort und für das du bist wollen, sie was am Kreuz gestorben, dass wir durch dir das ewige Leben können haben. Und Herr, wir danken dir für den Helden Jesus, was du uns gegeben hast. Und Herr, hab uns, dass wir den Jesus gehorsam sind, wenn wir sagen, wir gehen das Evangelium mitteilen und wir sagen einfach Zeugen gehen von dir, dass wir da noch gehen wollen, Herr. Ich bete, dass wir machen in unserer Umgebung viele Menschen kennen, nach die bringen, die zurückkommen. Und ich bete, dass du uns alle was reinigen und helfen, so dass wir können besser in den Dreck schaffen. Das bete wir in Jesus' Namen. Amen. Im Himmel, da gibt's keine Tränen, nichts Müdigkeit, Trübsal und Schmerz, nicht Herzen gebrochen und blutend, kein seufzendes, klagendes Herz. Die Wolken, die hier oft so dunkel erscheinen im Himmel nicht mehr, vom himmlischen Glanze umfunkelt, ist alles so herrlich und hehr. Jerusalem droben, du Schöne, ich bin auf dem Wege dahin, wo jubelt die Schar der Erlösten, die himmlischen Reihen durchziehen. Ein Heimweh nach oben erfasst mich, zur Heimat, die Gott uns erbaut. Oh, wie wird uns geschehen, wenn Jesus wir sehen, in der herrlichen goldenen Stadt. Im Himmel darf niemand bezahlen, denn alles dort oben ist frei. Die Kleider dort nicht mehr veralten, stets fleckenlos glänzend und neu. Wir werden nicht hungern, nicht dürsten, nicht seufzen in Armut und Not, stets reichlich von Gütern des Himmels genießen wir droben von Gott. Jerusalem droben, du Schöne, ich bin auf dem Wege dahin, wo jubelt die Schar der Erlösten, die himmlischen Reihen durchziehen. Ein Heimweh nach oben erfasst mich, zur Heimat, die Gott uns erbaut. Oh, wie wird uns geschehen, wenn Jesus wir sehen, in der herrlichen goldenen Stadt. Kein Trauerband hängt an den Türen, kein Leichenzug dort sich bewegt, kein Friedhof liegt hier an den Hügeln, kein Liebling ins Grab wird gelegt. Die Alten in ewiger Jugend, verwandelt im Augenblick schnell, vom übernatürlichen Glanze, sie leuchten in Ewigkeit hell. Jerusalem droben, du
zwischen Reihen durchziehen. Ein Heimweh nach oben erfasst mich, zur Heimat, die Gott uns erbaut. Oh, wie wird uns geschehen?